willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute etwas Ausgefalleneres machen, und zwar ein Curry nach One Piece Art. In der Anime-Serie gibt es in der Folge 133 die Situation, dass Sanji einem Marinejungen hilft, ein Curry zu kochen. Und ich möchte heute versuchen, das mit euch nachzukochen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Für das Fleisch braucht ihr 350 Gramm Rindfleisch. Ihr könnt auch gleich fertiges Gulaschfleisch verwenden oder ihr schneidet es euch selber. 2 Esslöffel Joghurt, 2 Teelöffel Ingwerpulver, 2 Teelöffel Kurkuma, frisch gemahlenen Pfeffer und 2 Teelöffel Knoblauchpulver. Für den Ansatz braucht ihr 60 Gramm Butterschmalz, 60 Gramm Mehl, 3 Esslöffel Currypulver, 1,5 Esslöffel Garam Masala, 120 Gramm Zwiebeln, etwa 5 Gramm Knoblauch, 500 Milliliter Rinderfond und 500 Milliliter Wasser. Des Weiteren braucht ihr 350 Gramm Kartoffeln, 250 Gramm Karotten, 400 Gramm Tomaten, einen Apfel, um die 200 Gramm, Salz und Pfeffer. Als erstes nehmt ihr jetzt das Fleisch und mariniert es mit dem Ingwer, dem Knoblauch, dem Kurkuma sowie dem frisch gemahlenen Pfeffer. Das Ganze mischt ihr einmal schön durch, dass die Gewürze schön am Fleisch sind. Dann nehmt ihr den Joghurt und gebt ihn dazu und auch den knetet ihr jetzt ins Fleisch. Dann gebt ihr das Ganze in eine Schüssel und stellt es abgedeckt für einige Zeit in den Kühlschrank. Dann machen wir weiter, indem wir die Zwiebeln fein würfeln und den Knoblauch hacken. Jetzt schwitzen wir die Zwiebeln im Butterschmalz an. Wenn die Zwiebeln jetzt anfangen, eine goldbraune Farbe zu bekommen, gebe ich den Knoblauch dazu und dann auch das Mehl. Jetzt machen wir eine braune Mehlschwitze, das heißt, wir geben dem Mehl langsam Farbe. Das dauert etwa eine Viertelstunde und wir müssen nur immer wieder umrühren. Während ich jetzt im Hintergrund die Mehlschwitze mache, kümmere ich mich um das restliche Gemüse. Dabei fange ich mit den Tomaten an. Diese schneide ich einfach nur kurz im Kreuz auf der Unterseite ein und gebe sie dann in kochendes Wasser. Das Wasser sollte gesalzen sein und die Tomaten sollten nur so lange drin bleiben, bis die Haut beginnt sich abzulösen. Währenddessen schäle ich die Karotten und die Kartoffeln und schneide sie etwa in gleich große Stücke. Wie ihr seht, löst sich hier schon die Haut sehr schön runter. Ich gebe sie jetzt in kaltes Wasser, am besten mit Eiswürfeln, damit die Tomaten schnell auskühlen. Den Apfel waschen wir nur und drehen den Stiel heraus, da wir den später direkt ins Curry reiben. Die Tomaten sollten jetzt weit genug abgekühlt sein, damit wir sie schälen können. Jetzt vierteln wir sie und nehmen das Kerngehäuse raus. Ebenso den Strunk. Wenn die Mehlschwitze dann gewünschte Farbe hat, geben wir das Currypulver und den Garam Masala dazu und schwitzen das auch noch kurz mit an. Für den nächsten Schritt empfiehlt sich jetzt ein Schneebesen. Da gebt ihr nämlich einen Teil von dem Rinderfond dazu und verrührt das Ganze, bis das Ganze flüssig ist. Jetzt lasst ihr es nur noch kurz aufkochen und dann geben wir die Karotten, Kartoffeln und Tomaten dazu. Dann gießen wir das Ganze noch mit dem Wasser auf. Jetzt kann es sein, dass ihr noch ein bisschen mehr Wasser braucht, damit alles richtig
darunter ist. Gebt das Wasser noch mit dazu. Jetzt lasst ihr das Ganze einfach 10 Minuten kochen. Jetzt nehme ich die Karotten und Kartoffeln noch mal kurz raus. Dann nehmen wir den Pürierstab und pürieren das Ganze kurz. Natürlich könnt ihr auch die Kartoffeln und Karotten erst rauslassen und nur die Tomaten weich kochen und dann pürieren und dann erst Karotten und Kartoffeln rein tun. Eventuell kann es auch sein, dass ihr die Tomaten etwas länger kochen müsst. Jetzt könnt ihr auch gleich den ersten Geschmackstest machen und gegebenenfalls noch etwas Curry oder Garam Masala dazugeben. Dann kochen wir es nochmal kurz auf und geben dann die Kartoffeln und die Karotten zurück in den Topf. Jetzt lassen wir das Ganze nochmal 5 Minuten kochen und dann geben wir das Fleisch dazu. Jetzt ist wichtig, dass ihr auf jeden Fall das Fleisch in die kochende Flüssigkeit gebt und dann etwa 5 bis 10 Minuten dahin köcheln lasst. Rührt zwischenzeitlich kurz um, damit das Fleisch nicht unten anklebt und reiben dann den Apfel mit rein. Dann kochen wir es noch ein letztes Mal auf und dann können wir es servieren. Das war es jetzt eigentlich zum Curry nach One Piece Art. Ihr habt sicherlich bemerkt, ich habe mich nicht überall an die Vorgaben gehalten vom Anime. Aber vom Großen und Ganzen her war es nach dem gekocht. Ansonsten möchte ich euch nur noch eine kleine Warnung mit auf den Weg geben mit dem Rindfleisch. Wenn ihr es zu lange kocht, wird es sehr schnell trocken und zäh. Ja, ansonsten würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir in die Comments unten oder unter dem Hashtag Eintopfwelt mitteilt, wie euch das gefallen hat, ob euch sowas interessiert und natürlich, wie es euch schlussendlich geschmeckt hat. Ja, und dann habe ich natürlich noch das Video von letzter Woche, die Wraps, hier verlinkt. Ebenso findet ihr hier unten die Rindersuppe bzw. den Rinderfond. Wenn ihr den Fond für das Curry selber herstellen möchtet. Ansonsten bis nächsten Freitag. Ciao!